neuen Tutorial. Ja, heute geht es in die zweite Runde, denn auch heute habe ich wieder User-Fragen, die ich beantworten möchte, und zwar zum Thema GrokoBlock und Elementor. Ja, bereits gestern hatte ich ein Video gestartet. Und dort hatte ich den Vergleich bzw. den Unterschied zwischen GrokoBlock und Elementor Pro angeführt. Und das Ganze hat ein paar Wellen geschlagen und auch ein paar Kommentare und eine Menge E-Mails nach sich gezogen, die natürlich zeigen, dass das Interesse an diesem Thema doch schon sehr groß ist. Und heute möchte ich einfach ein paar Kommentare und auch ein paar E-Mails hier mit einfließen lassen, um das Thema noch einmal ein bisschen näher zu beleuchten. Dazu muss ich sagen, ich habe auf meiner Webseite, die ihr übrigens hier findet ihr nähere Informationen dazu zum Thema GrokoBlock und so weiter und so fort. Ich werde auch eine kleine Voting-Seite noch einrichten, damit ihr dort Vorschläge und Beiträge und so weiter einstellen könnt, um dafür zu voten, was als nächstes kommen soll, denn das scheint momentan relativ gut zu funktionieren. So, jetzt kommen wir aber mal zum Wesentlichen, und zwar zu den Kommentaren, die gekommen sind. So, was haben wir denn da? Also, man sieht hier, das ist das Video von gestern, GrokoBlock versus Elementor Pro. Und dort ist es dann so, dass wir als allererstes war das Shop-Thema sehr interessant, also WooCommerce, German Market, Germanized und GrokoBlock und Elementor. Das war diese Kombi. Ich habe schon mal einen Elementor-Kurs gemacht zum Thema WooCommerce. Der muss allerdings geupdatet werden. Aber das Thema ist auf jeden Fall brisant und sehr interessant. Das war gestern jetzt so die Frage. Dazu gab es auch den Kommentar. Dann haben wir hier, und zwar war das, genau, das war der eigentliche Initialgeber, worauf ich gestern das Video gemacht habe. Und zwar war das hier Schreibers on Tour. Die hat geschrieben, super, lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Wird denn dann überhaupt zusätzlich Elementor Pro benötigt oder reicht die normale Version? Und was passiert bei GrokoBlock, wenn man ein Abo nutzt und dieses dann nach ein paar Jahren kündigt? Kann man dann die bisher benutzten Bausteine weiterhin nutzen? Also, grundlegend ist es erst einmal so, möchte ich die Frage klären, braucht man Elementor Pro, wenn man sich GrokoBlock besorgt? Es gibt natürlich einen kleinen Unterschied zwischen Elementor Pro und GrokoBlock, den habe ich ja gestern im Video schon soweit erklärt. Ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe mit der ganzen Thematik, da war GrokoBlock noch viel, viel kleiner, als es jetzt der Fall ist. Da habe ich damals schon mit GrokoBlock angefangen und hatte noch keinen Elementor Pro. Konnte aber dennoch viele Dinge mit GrokoBlock umsetzen, wo ich den Elementor Pro gebraucht hätte, ihn aber nicht brauchte, weil ich halt eben GrokoBlock hatte. Das kann man natürlich jetzt so oder so auslegen. Ich für meinen Teil nutze sowohl den Elementor Pro als auch GrokoBlock. Beides ergänzt sich sehr gut. Aber wenn ich mit dem System arbeite, in der Regel nutze ich dann nur GrokoBlock. Also es kommt halt selten vor, dass ich Elementor Pro benutze. Und wenn ich es halt eben dann benutze, dann nur für spezielle Funktionen. Ansonsten komme ich damit eigentlich ganz gut aus. Nur jetzt das erstmal dazu. So, mittlerweile habe ich dann auch gerade mal die Seite GrokoBlock aufgemacht, und zwar sind wir nämlich dann schon bei der beim nächsten Absatz. Genau, was passiert denn, wenn man das GrokoBlock-Abo nutzt und es nach ein paar Jahren kündigt? Na, das ist eine generelle Frage eigentlich, oder beziehungsweise was heißt generelle Frage? Generelle Frage ist Quatsch, sondern das ist eine Frage, die oft gefragt wird. Und jetzt haben wir hier unten auf der Seite von GrokoBlock gibt es nämlich eine Frage- und Antwort-Section, hier, die FAQ. Und dort steht ganz genau drin, was denn wann passiert. Jetzt machen wir das Ganze, übersetzen wir das mal kurz. Und da können wir nämlich nachlesen, was wann passiert. Bla bla bla, da. Und zwar steht nämlich hier ganz genau, was passiert nach Ablauf der Lizenz. Das wäre in dem Fall bei einem Abo genau der Fall. Nach Ablauf der Abonnentenlizenz funktioniert die mit GrokoBlock Produkte erstellte Webseite weiterhin. Es ist jedoch nicht möglich, die Updates abzurufen, die Vorlagenbibliothek zu verwenden und auf das Download-Verzeichnis in Ihrem GrokoBlock-Konto zuzugreifen. Wenn Sie Ihr Abonnement nicht verlängern, sollten Sie die neuesten Versionen des Plugins von Ihrem Konto herunterladen und speichern. Es wird nicht empfohlen, Änderungen an der fertigen Website vorzunehmen, die Sie mit GrokoBlock erstellt haben, wenn die Lizenz nicht mehr aktuell ist. Bedeutet im Klartext, solltest du jetzt in dem Fall die GrokoBlock-Lizenz oder ein GrokoBlock-Abo haben und das auslaufen, ja, dann
aber auch nur dann hast du so lange Zugang, also hast generell die Seite, die dort mit CrocoBlock erstellt worden ist, die bleibt weiterhin bestehen und du kannst auch die Plugins nutzen. Du bekommst halt nur keine neue Version mehr. Du bekommst also keine neue Version mehr von CrocoBlock für diese Tools, kannst aber dennoch halt eben weiterhin die Webseite ganz normal nutzen. So, das ist eigentlich alles. Ja? So, jetzt gehen wir mal weiter. Was hatten wir denn hier noch? Man kann ja dann die bisher benutzten Bausteine weiterhin nutzen. Ja, das ist halt eben in der Frage mit inkludiert. Kann man diese Bausteine weiterhin benutzen? Also CrocoBlock sagt hier ganz klar, man sollte, wenn man das Abo nicht verlängert, die Bausteine nicht mehr austauschen. Man kann sie verwenden. Ja, die bleiben auch weiterhin in der Seite drin. Fakt ist nur, du solltest sie dann halt eben nicht mehr austauschen. Und das ist halt eben auch ein Grund, wo ich dann halt natürlich sage, klar, dann lohnt sich natürlich das etwas größere Abo für ein Lifetime. Da hast du das Problem nicht. Aber auf der anderen Seite sind 499 $ natürlich auch kein Pappenstiel, das weiß ich. Und von daher, ja, da muss man halt auf die... Aber es ist bei Elementor Pro ist es genau dasselbe. Da funktioniert es auch so, nur das mal als Hinweis. Beim Elementor Pro ist es nämlich genauso, dass wenn du bei dem Elementor Pro auch die Lizenz, also die Lizenz dort auch abläuft, dann hast du genau dasselbe Problem. Alle Dinge, die du mit dem Elementor Pro erstellt hast, bleiben nach wie vor erhalten. Aber du kannst sie nicht ändern und du kannst vor allen Dingen diese Dinge nicht erweitern. Sie bleiben drin, ja, aber du kannst sie nicht verändern. So, und wenn du sie rausnimmst, dann kannst du sie nicht mehr hinzufügen. Das ist das Problem bei Elementor Pro. Denn sobald der Elementor Pro aus dieser Geschichte raus ist, kannst du halt eben nichts mehr machen. So ist das halt. Shit happens. Naja gut, aber so ist das halt eben bei den Abos, deswegen gibt es ja von Zeit zu Zeit auch gerade bei Elementor Pro hin und wieder schon mal solche Lifetime-Angebote, nicht Lifetime-Angebote, aber vergünstigte Angebote, die dann halt auch für ein ganzes Jahr zum Beispiel gelten. Dann hast du das Problem mit dem Abo nicht ständig. So, das ist das eine. Jetzt geht's los. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken, was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay, sorry, hier war noch der Hinweis drin. So, und zwar ist es folgendermaßen, ich habe jetzt hier den nächsten Kommentar und zwar ist der von André van Gulden. Hallo und super, vielen lieben Dank für diesen geilen Vergleich der beiden Applikationen. Das hat mir wirklich mal gefehlt und war sehr anschaulich. 2 Fragen hätte ich. Wenn du wie in deinem Beispiel ein Theme vorinstallierst mit allen Unterseiten, kann ich dann einzelne Stages, wie zum Beispiel einen Header, durch andere Vorlagen ersetzen oder zum Beispiel das Menü gegen ein anderes tauschen. Und damit wäre ich gleich auch bei Frage 2. Bietet Croco auch ein Mega-Menü an? Und wenn nicht, wäre es trotzdem mit irgendetwas anderem umsetzbar? Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Ja, erstmal vielen Dank für den Kommentar. Das geht natürlich runter wie Öl. Ja, da möchte ich das Ganze auch kurz beantworten. Und dazu würde ich sagen, wechseln wir einfach mal ins Dashboard von gestern. Das ist die Seite, die wir gestern aufgebaut haben mit CrocoBlock. Diese schöne, wunderschöne Restaurantseite. Ich muss dazu sagen, ich selber mag keinen Fisch und ich bin auch allergisch gegen Fisch in jeglicher Variation, aber ich finde die Seite halt eben toll. So, und in dem Fall ist es jetzt so, wenn ich jetzt hier in diesem Dashboard CrocoBlock installiert habe und ich möchte zum Beispiel jetzt den Header tauschen, das ist in dem Fall hier oben das Ding, und ich möchte den Header jetzt tauschen, dann geht das. Und zwar habe ich hier unten mal kurz als Vergleich, damit es auch ein bisschen anschaulich ist, beim Elementor sind die Theme Builder Templates, hier unter Templates, Theme Builder. Ja, wenn ich da mal draufklicke, dann sieht man hier, in dem Fall ist jetzt hier nichts drin, weil es ist keine Pro-Version installiert. Dann steht hier, entscheide dich für Pro, Theme Builder verwenden. Dann sind diese Dinger da. Jetzt gehe ich aber hier weiter runter, dann findet man hier unten einen Menüpunkt, der heißt CrocoBlock und dort steht dann My Library. Da klicke ich jetzt mal drauf und wenn ich da drauf klicke, dann sehen wir etwas, was ähnlich auch beim Elementor Pro zu sehen wäre, nämlich diese Reiter All, Pages, Header, Footer, Section, Archives und Single. So, und hier sehen wir schon, durch die Installation von gestern haben wir hier einen Footer- und Header-Bereich, der ist schon angelegt. Jetzt klicke ich da mal in diesen Header rein, mit Elementor bearbeiten, dann schluck ein bisschen Kaffee. Ohne Kaffee geht hier gar nichts. Und hier sehen wir jetzt auch nichts. Aber es ist was da. Und wenn ich zwar hier drüber fahre, dann sehen wir das hier oben. Da haben wir das Menü, weil das Menü ist ja hier logischerweise im Vordergrund, ist ja weiß. Weiß auf schwarz. Deswegen ist es hier auch weiß. Logisch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen plastisch, indem ich jetzt hergehe und das mal ganz kurz schwarz färbe. So, jetzt kann man sehen, da ist tatsächlich was. Ja? Das ist also alles komplett da. Das ist der Header-Bereich. Und dieser Header ist jetzt hier angelegt für diesen Bereich. Jetzt
Jetzt kann ich natürlich diesen Bereich ändern, indem ich zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich möchte jetzt einen anderen Header einfügen, dann geht das. Ich klicke dann hier auf diesen Magic Button. Und über den Magic Button wird dann die Bibliothek von CrocoBlock geladen. Den haben wir hier. Da sind die Header. Und jetzt könnte ich theoretisch diese Header gegen den bereits bestehenden Header austauschen. Ja, dazu müsste ich natürlich jetzt diesen Header erst einmal löschen und müsste einen neuen Header integrieren. Ich füge jetzt mal einfach einen zusätzlichen Header mit hinzu, indem ich einfach jetzt hier, welche nehmen wir denn da? Also hier gibt es eine Menge zur Auswahl. Man sieht das hier, es sind schon vorgefertigte Header mit drin. Ich kann aber auch sowas hier wählen. Ich wähle jetzt einfach mal das hier und sage Insert. So, jetzt wird diese Vorlage, diese Header-Vorlage hier mit importiert. Die wird jetzt unten drunter gepackt. Genau, jetzt ist dieser Header hier unten drunter. Wenn ich den hier löschen würde, dann würde der aktiv werden. Und dann würde der jetzt auf der Seite hier angezeigt. Ich mache das jetzt nicht, um das Layout nicht zu zerstören. Das wäre Quatsch. Aber auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich lasse den Header jetzt mal gerade drin, weil ich noch was anderes zeigen will. Aber auch hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, das wiederum zu verwenden. Ist prinzipiell gesehen eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Ja, du brauchst das nur austauschen und fertig. Genauso hier haben wir das Logo, ne, ich tausche das aus, fertig. Hier habe ich das Menü, hier klicke ich jetzt mal kurz drauf, zack. So, und dann kann ich hier zum Beispiel das Main-Menü jetzt wählen. Das wähle ich aus, zack, das Main-Menü ist drin, Ende Gelände. Ist wirklich sehr, sehr einfach und das kann ich jetzt halt eben so machen. Wenn ich das jetzt speichern wollte, dann müsste ich hier unten jetzt auf Speichern klicken. Und dann müsste ich aber die Conditions noch festlegen. Das mache ich hier in dem Fall über das kleine Zahnrad. Bei Elementor Pro, ganz wichtig, bei Elementor Pro geht das hier über diesen Bereich Option Speichern. Da werden dann die Conditions festgelegt. Bei CrocoBlock ist das hier auf dem kleinen Zahnrad die Einstellung. So, und da kann ich jetzt hier sagen, Entire Site, Singular, dann geht es natürlich weiter und dann fragt er direkt, was willst du denn machen? Möchtest du halt eben eine Seite, welche Seite soll das sein und so weiter und so fort. Oder möchtest du halt Entire Site, also die gesamte Seite. So, das wäre jetzt der Punkt. Also wie gesagt, du siehst, du kannst das hier auch ohne Probleme tauschen. Es ist halt eben nur ein anderer Bereich. Ne? Es ist also dieselbe Funktionalität, wie sie zum Beispiel Elementor Pro auch hat, aber sie gibt es halt hier eben auch im CrocoBlock, nur an einer anderen Stelle. So, dann sind wir auch bei der nächsten Frage. Und zwar hatte, wie hieß er noch gleich, André hier gefragt, gibt es denn auch ein Megamenü? Ja, es gibt ein Megamenü. Tatsächlich gibt es ein Megamenü und das möchte ich dir auch mal kurz zeigen. Dazu werde ich jetzt erstmal gerade den Header hier wieder löschen. Das mal abspeichern, damit das wieder original ist. Zwischenzeitlich will ich dich kurz darauf hinweisen, dass ihr nicht vergessen sollt, meinen Kanal zu abonnieren und auch auf die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst, auch beim nächsten Video. So, und dann würde ich nämlich sagen, dann installieren wir gerade das Plugin. Und zwar gehen wir jetzt hier weiter. Und jetzt haben wir hier ja gestern das komplett installiert und dann gibt es hier den Menüpunkt Jet Plugins. Da klicke ich jetzt mal drauf, dann komme ich in dieses wunderschöne Dashboard, wo all die ganzen Plugins, die mit in diesem Kauf mit drin waren, mir anschauen kann. Und da sind eine ganze Menge drin. Unter anderem findet man hier das Plugin Jet Menü. So, das klicke ich jetzt mal an und sage Install. Jetzt wird das installiert. Es wird installiert, wichtig, es wird nur installiert, es wird nicht aktiviert, das müssen wir nochmal separat machen. Jetzt ist es installiert, jetzt gehe ich hier auf Plugins, installierte Plugins und suche mir jetzt dieses Plugin. Das müsste ganz unten sein, da ist es. Aktiviere das jetzt. So, und jetzt gehe ich wieder zurück in meine Library, hier unten, CrocoBlock, My Library. Gehe dort nochmal rein, gehe wieder in den Header mit Elementor bearbeiten und jetzt hole ich mir genau das, was André eben gefragt hat, und zwar hole ich mir ein Megamenü. Jetzt mache ich erstmal diese Reiter hier zu und jetzt sehen wir hier, gibt es einen Reiter, der heißt Jet Blocks, den machen wir auch zu und dann gibt es hier nochmal einen Jet Elements. So, und hier scrolle ich mal ein bisschen runter und da sind ein paar Widgets hinzugekommen nach der Aktivierung des Plugins. Und da ist es auch schon. Und zwar haben wir hier ein vertikales Menü und, wie André schon vermutet hat, ein Megamenü. Ja, das gibt es wirklich. Jetzt ziehen wir das mal hier rein und schon sehen wir, hier wird das Standardmenü jetzt aufgerufen, das sowieso schon definiert war. Und mehr kann man erstmal auf den ersten Blick nicht tun. Aber es ist ja ein Megamenü. Das heißt also, man kann da sehr viel tun. Und zwar, wenn man hier auf Stile klickt, dann sieht man auch schon, was man alles tun kann. Und zwar eine ganze Menge. Man kann hier unglaublich viele Dinge einstellen. Und je mehr Menüpunkte man hat, desto tiefer kann man in die Materie reingehen. Und man kann hier fast
Wirklich, man kann hier fast alles einstellen. Man sieht das hier, First Item, Last Item, Custom Style, Submenü, Mobile Menü. Es gibt Rahmen, es gibt so viele tausend Sachen. Das ist überhaupt gar nicht, das wäre ein eigenes Video, nur alleine das zu zeigen. So, aber du siehst auch hier, es gibt tatsächlich ein Mega-Menü. So, das jetzt mal, um die Frage von André zu beantworten, aber wir sind noch nicht fertig, denn es kommt noch ein bisschen was mehr. Und zwar haben wir hier unten, wo war es denn noch? Und zwar hat er noch eine dritte Frage gestellt. Und zwar, die war sehr interessant. Vielleicht doch noch eine kurze dritte Frage. Könnte ich andere Premium-Themes mit Croco bearbeiten? Die Frage fand ich mega nice. Warum? Das ist im Prinzip ganz einfach, denn das ist eigentlich mit einer der Bonusvarianten von GrokoBlock selbst, aus einem ganz einfachen Grund, weil das ist ja eine Elementor Collection. Bedeutet, es ist ein Zusammenspiel aus Plugins und einem groß angelegten Theme. So, das ist ja alles das, was man in WordPress sowieso schon kennt. Jetzt kommt aber der größte oder der große Vorteil von dieser ganzen Collection ist, dass du das Theme austauschen kannst, aber die Plugins trotzdem benutzen kannst. Und das sieht man ganz gut daran. Du hast hier unten einmal GrokoBlock mit der My Library, das kommt vom Theme Core. Das ist ein Plugin. Dann haben wir das Design, das ist das Theme. Und dann haben wir nochmal die Jet Plugins. So, und hier sieht man schon, wo der Unterschied liegt. Denn wenn ich jetzt das Theme wechsle, dann kann ich diese Plugins aber trotzdem benutzen. Ich kann diese Plugins trotzdem benutzen. So, und da möchte ich euch jetzt noch etwas zeigen, was ich gestern nicht gemacht habe. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade schauen, Code, jetzt habe ich hier falsch eingegeben, Code Canyon. So, und zwar, dass der, wie heißt es, das Paket, das man bei GrokoBlock kaufen kann, gehe ich jetzt mal hier rein und sage zum Beispiel hier bei Code Canyon einfach mal ganz einfach Jet. So, gib das mal ein und dann wirst du sehen, hier geht es schon los. Jet Responsive Mega Menü. So, und dann gehen wir ein bisschen weiter. Die Jet Plugins sind nämlich hier alle drin. Jetzt habe ich hier natürlich voll falsch reingegriffen. Wo haben wir es denn hier? WordPress. Ich wollte eigentlich zeigen, dass die ganzen Jet Plugins hier zu verfügen, obwohl das ist auch Quatsch, man sieht das ja von vornherein, die gibt es ja auch bei Jet selber zu kaufen, also bei GrokoBlock. So, wenn man da jetzt mal drauf geht, hier auf die Produkte, dann sieht man das auch, hier Plugins, man kann nämlich jedes Plugin auch einzeln kaufen. Das heißt zum Beispiel hier, wenn ich da jetzt mal rein gehe, ich muss mal das Original sein, Jet Menü zum Beispiel, so, dieses Plugin, ja, kann man auch alleine kaufen. Das geht auch über Code Canyon, das geht auch über GrokoBlock direkt. Kann ich dieses Plugin hier separat kaufen. Da kostet es $19. Wie ich gestern schon gesagt habe, es sind ja über 20 Plugins, sind ja, nicht 20, 15 glaube ich, 15 Plugins sind in dem Paket von GrokoBlock mit drin. Jetzt rechne man mal, dass hier jedes Plugin teilweise für 19 oder mehr $, verkauft wird. Und das ist in dem Paket schon mit drin. Ist ja der Wahnsinn, ne? Allein der Preis ist ja sensationell. Jetzt überlege man sich, aber hier sieht man auch ganz schön das Jet-Menü, also das Mega-Menü in Aktion. Jetzt überlege man sich aber mal kurz, dadurch, dass es halt eben Plugins sind, funktionieren die logischerweise auch mit jedem anderen Theme da draußen. Heißt, ob du jetzt das Astra einsetzt, ob du das WP Ocean einsetzt, ob du das Hello Theme einsetzt oder jedes x-beliebige andere Plugin, Theme, das mit Elementor kompatibel ist, du kannst die Jet Plugins auf jedem erdenklichen Theme, das mit Elementor kompatibel ist, nutzen. Und das ist doch das Coole daran. Das ist doch mal richtig nice, oder? Und deswegen empfehle ich definitiv auch GrokoBlock. Wenn ihr es nicht habt, dann solltet ihr euch definitiv das Ganze mal anschauen. Ich, wie gesagt, bin jetzt hier auch auf der Seite. Ihr solltet euch das anschauen. Geht einfach mal auf Products, guckt hier in die Plugins, die Widgets, die Templates und so weiter. Guckt euch das alles an. Es ist sensationell. So, jetzt sind wir aber noch nicht am Ende, denn ich habe hier unten noch, und zwar, das war die letzte Frage, die jetzt reinkam, aber die ging dann auch wieder zum Thema Shop. Und zwar, wie wäre es denn mit GrokoBlock und German Market einen WooCommerce-Shop, der schon besteht, auf GrokoBlock zu wechseln? Oder ein Video dazu. Zwinker, zwinker. Ja, lieber Tikro. Tatsächlich ist das Thema WooCommerce-Shop gestern des Öfteren bei uns gefallen, dass wir eventuell oder ich eventuell einen solchen Kurs anstrebe. Ich habe ja schon etliches an Kursen zum Thema Elementor gemacht aktuell.
Und es werden auch immer mehr. Und ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal eine Tutorial-Serie zum Thema GroKoBlock machen. Ihr könnt auch, ganz wichtig, in dem Fall jetzt hier auch, ich blende das gerade nochmal ein, auf meiner Seite findet ihr in den nächsten Tagen eine Möglichkeit zum Voten. Das bedeutet, ihr könnt dann dort eure Ideen reinschreiben und andere können dann dafür voten. Anhand derer werde ich mich dann so ein bisschen entlanghangeln für eine neue Tutorial-Serie, auch zum Thema GroKoBlock. Denn ich bin auch von GroKoBlock schon mal dazu befragt worden, ob ich denn halt im deutschsprachigen Raum sowas machen möchte. Und habe aber damals gesagt, nee, das passt jetzt gerade nicht und das ist ein bisschen blöd, aber man sieht, das Interesse ist ja da und ich arbeite auch sehr viel mittlerweile damit. Also es ist, denke ich, an der Zeit, dass wir sowas tun. So, deswegen auch jetzt die Bitte an dich. Ja? Wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke unten auf den Daumen nach oben. Ja? Und ganz wichtig, damit du nichts verpasst, klicke unten auf Abonnieren und auf das kleine Glöckchen, damit du erst recht nichts verpasst. Und schreibe mir in die Kommentare, was du von diesem Video hältst und ob du eventuell mit GroKoBlock schon gearbeitet hast oder arbeiten möchtest oder ob du eventuell noch andere Fragen dazu hast. Und ich würde mich dann darüber freuen und eventuell dazu auch mal wieder demnächst ein Video machen. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim neuen Tutorial. Bis dahin, ciao, euer Olli.